also auch aktueller Anlass. Deshalb würde ich euch einen Unterricht ein für alle Mal, damit weiß, weshalb euch hier ist. Und nicht einfach, ja, ich vergöttet Paul oder ja, ich möchte ein großer Mann sein. Hier gibt keine großer Mann und hier gibt alle Angsthase. Angsthase um eigenen Leben. Weil wir Angst haben um unser Leben und Überleben, wir greifen auf die alte traditionelle Kampfwissen, wie man sich verteidigen kann. So. Und dieser Zugreifen bedeutet nicht, dass ich euch eine Kämpfer, also eine Killer ausbilde. In jeder, die begegnet, du sagst ihm, hier gibt keine besten Kämpfer, hier gibt keine richtigen Kämpfer. Hier gibt alle eine Loser. Weil wir Loser sind, möchten wir haben das Recht. Die suchen nach der Möglichkeit, um unser Leben und Überleben zu retten. Und dabei die Preis dafür, du trägst die thailändische traditionell, weiß ich. Ist doch ein guter Tausch. Okay? Und deshalb, wir bevorzugen nicht Wettkämpfe. Wir bevorzugen nicht, auf die Straße zu sein, ich bin der Größte, ich habe von einem Meister gelernt, dass er in den Himmel fliegt und die beste Kämpfer der Welt, das ist nicht alle nicht. Wir sind ein ganz normaler Menschen, die Tag ein, Tag aus leben normal. Aber wir Angst haben, im Fall etwas passiert. Wie kann ich mich schützen? Das ist halt der Grund, dass man zum bestimmten Kampfschüler geht. Um Kampfschüler zu gehen, es geht nur ausschließlich, fast alle von euch, die zu mir kommen, sagen, ich möchte Selbstverteidigung lernen. Das ist sie. Ich sage, ich kann euch Selbstverteidigung beibringen, indem ihr die traditionelle Kämpfe, wie hat man früher gemacht? Einerseits trägt euch mit sich an eine Kämpfer. Die Kämpfer hat nicht nur die Waffen zu benutzen, die Kampffähigkeit zu benutzen, sondern sie haben Charakter an Mensch. Wir sind nicht dafür da, die Paul nicht dafür da, um Menschen zu gefährden. Wir sind dafür da, um die Menschen, die hilflosen Menschen zu schützen. Das heißt, der Selbstverteidigung, was euch lernt, ist nicht nur für dich alleine. Je mehr du gut kannst, ist auch eine Verpflichtung, Mitmenschen zu helfen. Daraufhin kommt ein aktuelles Ereignis, das in einer Videoveröffentlichung im Netz, es gibt eine Person, die sich versucht, die Selbstverteidigung zu vermitteln im Netz. Und dadurch hat einer meiner Schüler mich gezeigt und ich habe gesagt, ich kriege Migräne und Kopfschmerzen. Nicht, weil der Technik anbelangt. Der Technik redet man später. Aber allererste lernt man darüber, warum ich Kopfschmerzen habe. Weil, stellt ihr mal vor, in unserer Gesellschaft eine Selbstjustiz geben würde, was passiert? Dann gibt nur Mord und Totschlag, die keiner verhindern kann. Dafür haben wir einen Rechtsstaat, also Staatrecht, die das uns schützen. Aber man muss auch wissen, der Schutz des Staates ist nicht immer erlangt, weil es unmöglich ist. Wie viel Polizistenanzahl und wie viel die Bürgeranzahl. Schafft das nicht. Also hin und wieder passiert immer, dass man Selbstschutz macht, also Selbstverteidigung, die sogenannte Notwehr. Und die Notwehr, ganz einfach erklärt, ich wollte euch nicht lang erklären, sondern kurz und gleich sehen wir, was eine Notwehr ist. Die Notwehrhandlung basiert sich auf 3 Säulen. Die erste Säule, nach dem Gesetz, auch nicht nur in Deutschland, sondern fast in der ganzen Welt, hat man die Regel gesagt, eine Notwehrhandlung ist, wenn der Abwendung oder die Ausweichung nicht mehr möglich ist.
setzt voraus allererster Erforderlichkeit, zweiten Gegenwärtigkeit und dritten Verhältnismäßigkeit.